Hallo Leute, in diesem Video kümmern wir uns erst einmal um den Redrig, weil ich bin eigentlich an der Düsenbürste dran und wollte euer Video aufnehmen dafür. Aber das Problem ist, das Tablet fährt gerade erst hoch. Das war leider leer, was ich als Clipper-Screen nutze. Deswegen müssen wir noch so ein halbes Stündchen warten. Das Video hier wird aber definitiv hinterher kommen. Das werdet ihr ja dann hören. Und ja, deswegen halt erst einmal Redrig. Ja, zum Redrig. Ich habe jetzt endlich mal Zeit gefunden, ein paar Tage daran weiterzumachen, weil über den Sommer und sonstige Sachen war durch Krankheit und diverse andere Sachen leider keine Zeit offen, um irgendwas zu machen. Deswegen geht es leider erst jetzt weiter. Ja, ich überlege gerade, fangen wir erst mit den negativen Sachen an oder erst mit den positiven Sachen. Positive Sachen würde ich sagen, ist immer was Schönes, die negativen kann man zum Schluss machen. Ja, positive Sachen, ihr seht ja hier, das EVA Carriage ist ja im Prinzip von mir gedruckt oder zum größten Teil von mir gedruckt. Es fehlten halt fast alle Teile von dem EVA. Die Rückseite war da, die Abdeckung war da und alles andere habe ich im Prinzip neu gedruckt. Die Halter und so, das war alles da. Zwar auch hier die Halter für den Riemen, aber alles andere rundherum musste ich neu drucken. Ach Quatsch, hier der Halter war auch, sorry, bin aus dem Bild gerutscht, hier der Halter war halt auch da. Also, alles andere habe ich dann neu gedruckt, habe aber parallel dazu Redrig angeschrieben und muss sagen, der Support echt klasse, sehr, sehr nett und auch sehr zu empfehlen, hat mir auf Bitten hin dann das neue EVA geschickt, nicht das alte. Das werde ich dann allerdings erst da anbauen, wenn der Drucker mal gelaufen hat und ich sehe, dass alles in Ordnung ist. Und dann wird es da auch in der Richtung weitergehen, weil ich will ja jetzt erst einmal testen, so wie der Drucker theoretisch gekommen wäre, was dann im Prinzip an Druckergebnissen möglich gewesen wäre. Aber wie gesagt, also hier auf jeden Fall vielen Dank an Redrig. Das hat allerdings auch knapp 4 Wochen verschlungen, bis das Ganze geklärt war, weil ich halt ja leider auch zwischendrin nicht die Zeit hatte. Dann sind bei mir irgendwie die E-Mails ein paar Tage liegen geblieben. Dann hatten sie wohl viel Krankenstand, so wie sie mir geschrieben haben. Aber es ist ja alles zu einem glücklichen Ende gekommen. Ja, was mir halt jetzt beim weiteren Aufbau negativ aufgefallen ist, ich habe halt damals den Kabelsatz mitbestellt. Und ist klar, das Kabel hier wäre theoretisch halt nicht für den Orbiter, sondern für einen normalen Motor. Aber was bei den Kabeln halt ganz extrem auffällt, an allen Kabeln sind diese Dupont-Stecker und nicht die JST-Stecker mit den Rastnasen. Das heißt, die passen überhaupt nicht an das Board. Und deswegen ist das halt ein bisschen schlecht. Das zeige ich euch aber gleich nochmal. Ja, das nächste ist, es liegen halt von der Heizpatrone und auch vom Thermistor nur die Standardlängen an Kabeln bei. Somit ist das alles zu kurz. Die 2 Lüfter, die haben natürlich dann die passenden Längen dabei, weil die ja von Redrig selber konfektioniert sind wahrscheinlich. Ja, dementsprechend ist dann auch das Kabel vom Orbiter halt zu kurz, was allerdings den richtigen Stecker dran hätte. Und ja, zu den Steckern halt sieht es dann so aus. Meine Kameraführung heute ist eine Katastrophe, das bitte ich zu entschuldigen. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt jetzt gerade, weil ich hier drüber jetzt spreche, wo ich so lange jetzt nicht im Thema war. Ja gut, wie ihr seht, hier sind halt die Dupont-Stecker alle dran. Und ich finde das halt sehr, sehr schlecht, weil die Dupont-Stecker leider so locker sitzen. Wenn ich jetzt hier ein bisschen hin und her wackel, habe ich den schon in der Hand, weil sie halt nicht einrasten. Ja, und ich hatte im Prinzip das Ganze halt so gedacht, ich kaufe mir hier die Kabel dazu, dann muss ich wenigstens keine Experimente machen und muss auch nichts selber krimpen, habe alles fertig. Und ja, deswegen fand ich das jetzt hier, muss ich sagen, sehr, sehr schade. Gut, das Umkrimpen wird eine Stunde kosten, aber in der Zeit hätte ich halt auch selber diese 4-adrigen Kabel gekrimpt gehabt, wenn ich mir die Motorstecker da schon fest hätte dran bestellt, wenn ich bei einem Kabelvertrieb halt das Ganze so bestellt hätte. Also hätte ich im Prinzip die gleiche Zeit verschossen gehabt, wenn ich sie selber gemacht hätte. Das ist halt ein bisschen schade. Ja, das nächste, was mir halt aufgefallen ist, hier unten sieht es gerade aus wie Kraut und Rüben, ist aber nicht schlimm. Ich habe jetzt hier die Kabel schon mal rein verlegt. Es gibt absolut keine richtige Anleitung dafür, wo die Kabel liegen müssen.
weil bei dem Drucker hier ja schon das Enclosure dabei war. Das sollte aber eigentlich bei der neuen Version von dem Retric hoffentlich nicht mehr so sein, weil ich habe dann nämlich in die CAD-Zeichnung reingeguckt, habe gesehen, dass die Bodenplatte hier, die hier drauf kommt, definitiv zu ist nach hier. Also das heißt, dass hier im Prinzip durch diese Kabeldurchführung die Kabel gar nicht durch können, weil ich ansonsten ein Loch in diese Bodenplatte bohren müsste. Jetzt habe ich die Kabel hier hinten unten drunter durchgeführt und habe die jetzt unten mit einem Kabelclip auch festgemacht und gehe quasi hier hinten auf der Seite dann wieder hoch mit den Kabeln und muss die dann halt noch zusammenbinden und binde das auch hier alles noch zusammen, dass es dann aus dem Weg ist. Aber ja Leute, das war bei dem Drucker hier jetzt nicht so dolle. Ich hoffe, das ist bei dem neuen behoben und ihr wisst ja, ich versuche ja eigentlich immer die Videos so ehrlich wie möglich zu gestalten und weise auch darauf hin, wenn es irgendwo Probleme gab. Und aus dem Grunde teile ich euch das mit. Ich meine, es ist, ja, der ein oder andere würde vielleicht sagen, jetzt unfair, weil Retric mir die Ersatzteile nach so langer Zeit noch zugeschickt hat. Aber ich finde es halt auch unfair euch gegenüber, wenn ich jetzt einfach sagen würde, ja, hier ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Der Drucker ist jetzt so gut wie fertig. Es hat alles wunderbar funktioniert, ich musste nichts anpacken. Und das wäre halt jetzt nicht meine Art, das Ganze so anzugehen. Was auch noch ein Problem war, hier seht ihr ja 2 Schrauben am Netzteil. Hupsala. Hier seht ihr 2 Schrauben am Netzteil. Ja, ich habe in dem Retric Sammelsurium von den Tütchen habe ich keine Schrauben gefunden, die passende Länge hatten, dass ich das Netzteil anschrauben kann, ohne es zu zerstören, weil ich brauche halt selbst wenn jetzt hier die 4er Platte wäre, wie Retric sie vorgibt, müsste ich 8er Schrauben mit Unterlegscheibe nehmen, damit nichts passiert. Weil ich habe in das Netzteil rein gemessen und habe dann halt die Lochlänge gemessen bis zu dieser Isolierplatte. Und das sind 3,5 mm, ohne dass ich auf die Platte Druck gebe. So, was bedeutet, wenn ich jetzt eine 4er Platte hier hätte, dann hätte ich ja definitiv bei einer 8er Schraube zu wenig, also zu wenig Platz zum Durchschrauben und bei einer 6er Schraube zu wenig Gewindegänge, um das Netzteil vernünftig zu halten. Ja, hier bei der 3er Platte geht das jetzt mit den 6er Schrauben natürlich wunderbar. Bei den 8er Schrauben müssten theoretisch aber Unterlegscheiben dabei sein. Ich habe aber nichts gefunden, weil es sind einfach keine 4er Schrauben dabei gewesen in passender Länge. Im 3er Schrauben habe ich hier haufenweise noch übrig, wo ich nicht weiß, wo die hingehören könnten, weil in der Anleitung alles abgearbeitet ist und auch alle Schrauben an seinem Platz sind. Aber ja, ansonsten habe ich dann noch 6er Schrauben und 5er Schrauben, aber ich habe halt nichts hier für das Netzteil. Genau dasselbe für das SSR-Relais und auch genau das, naja, obwohl nicht genau dasselbe. Ich habe jetzt einfach von den übrig gebliebenen M3er Schrauben habe ich welche weggenommen hierfür. Da fehlten aber wiederum die Muttern, die auch nicht im Set enthalten waren oder vergessen wurden oder was auch immer, ich weiß es nicht ganz genau. Ich hoffe halt, wie gesagt, bei dem Retric 3.1, der neue, dass dort diese ganzen Sachen halt ausgemerzt sind und dass auch die Teile in vernünftiger Ausführung mitkommen. Aber das ist halt trotzdem einfach mal zur Info für euch, damit ihr halt wisst, wo das Problem liegt oder wo hier halt Probleme aufgetreten sind. Ansonsten war der Aufbau eigentlich recht einfach, muss ich sagen. Der Aufbau war auch recht gemütlich. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ja jetzt schon an 2 anderen Retric-Projekten quasi über die Ferne mitgearbeitet, wo ich halt mit den Leuten auch gesprochen habe, die selber aufgebaut haben und so. Daher ist das jetzt im Prinzip ja ab diesem Punkt hier schon der 3. Drucker, den ich aufbaue. Aber diese Probleme hatten halt die anderen auch alle. Ja, das ist halt ein bisschen schade. Ich kann mich gerne jemand korrigieren, wenn jemand weiß, dass es da irgendwo noch eine Anleitung versteckt gibt, die ich nicht gesehen habe in dieser normalen Anleitungsseite von Retric. Aber der Schritt Wiring, der hat ja nur dann das Wiring-Diagramm und dann geht es ja auch direkt mit der Verkabelung los hier hinten. Da muss ich dann auch noch die Silikonkabel jetzt mal holen, dass der Drucker in den nächsten, sage ich jetzt mal 3 bis 4 Wochen dann endlich mal auf dem Tisch steht, funktioniert und auch laufen kann. Ja, was halt, wie gesagt, dann noch das Problem ist, sind die Stecker. Die anderen Stecker müssten alle passen, so wie ich gesehen habe. Natürlich muss ich Heizpatrone und Thermistor noch verlängern. Die sind ja hier quasi, ist zu Ende, wenn ich sie stramm ziehe. Was ja nicht geht, der Drucker steht jetzt in der Mitte. Und ich habe ja noch keinen Bogen geschlagen, wo dann halt hinterher der Kabelbaum sich bewegen kann hier oben drauf.
Deswegen alles ein bisschen, also das sind halt so die Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind und die mich auch so ein bisschen angezickt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das hier kann halt auch in meinen Augen sehr gefährlich sein, weil das sind Motoren von LDO, die haben alle über 2 Ampere. Und wenn die über 2 Ampere bei 4,8 Volt oder was die Motoren nominal haben, drüber fließen, dann ja, sind das halt dann schon um die 8 bis 10 Watt, vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn man sie ein bisschen höher dreht. Und wenn hier halt durch das Gewackel, weil sie halt wackeln können, dann mit der Zeit ein Übergangswiderstand entsteht, der dazu führt, dass die halt ja, sich immer mehr quasi wegerodieren, elektrisch, dann wird es halt auch definitiv irgendwann so sein, dass es hier anfängt zu kokeln und oder vielleicht sogar zu brennen, weil das wird schon ganz schön heiß. Also ich habe an einem Drucker schon mal mit den ANET-Motoren das gehabt und die laufen ja nur mit 1 Ampere. Und da war der Stecker dann nachher schon so heiß, dass man ihn nicht mehr anfassen konnte und auf dem Thermometer waren es dann gute 80 Grad. Also ich meine, es ist halt auch eine Sicherheitsfrage in meinen Augen jetzt. Ja, das war es dann auf jeden Fall erstmal zu dem Update. Dann würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.